Es wird mal wieder Zeit, dass wir über eine absolute Rekordachterbahn hier sprechen. Und heute geht es um den Rekord der höchsten Inversion der Welt, also das höchste Überkopfelement, das Looping, das ist kein Looping, und das in einer Höhe von 73 Metern. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Retro Video Magazin und einem neuen Video meinerseits, und heute reden wir über Spitfire. Richtig cooler Name für eine ziemlich coole Achterbahn. Und eigentlich heißt die Bahn Spitfire, powered by Saudi Air. Und ja, es geht um Stuntpiloten und ein Flugrennen quasi. Das ist das Thema der Bahn. Der Eingang ist ein großer hölzerner Kunstflugplatz-Tower mit dem großen, echt coolen Logo dran. Und im Inneren, also der Warteschlange, gibt es dann auch neben dem Backsteingebäude, in dem man sich quasi befindet, ein paar Flugzeugteile wie ein Flügel, ein Motor oder an einer Stelle auch ein verunglücktes Flugzeug, was in die Halle reingekracht ist und dann so ein bisschen in die Halle reinragt. Außerdem sind die Züge der Achterbahn auch wie Flugzeuge, wie Propellermaschinen gestaltet, haben vorne einen Propeller dran, der sich nicht drehen kann, und neben Instrumenten, die man vorne in der ersten Reihe auch hat, gibt es auch noch Luftauslässe. Das Ganze sieht aus wie ein Motor noch vorne, das Frontfahrzeug. Ja, das ist so ein bisschen die Gestaltung und das Thema bei Spitfire. Spitfire steht im Themenbereich Valley of Fortune und hat auf der Strecke, neben der Strecke, gar keine Gestaltung, und auch die Schussbremse und alles, das Infield der Bahn, da gibt es keine weitere Gestaltung mehr. Sonst steht die Bahn ziemlich nackig da. Ist natürlich auch jetzt nicht viel, was man da groß machen kann, aber es ist so irgendwie gar nichts. Aber es ist auch ein bekanntes, simples Thema mit einem coolen Namen. Von daher passt das Ganze. Stehen tut diese Achterbahn in Six Flags Qiddiya City. Das ist ein Freizeitpark, der am 31. Dezember 2025 eröffnet hat, und das mit absoluten Brecherachterbahnen, und ein Rekord jagt da den nächsten, und Spitfire ist halt der Weltrekord mit der höchsten Inversion überhaupt bei einer Achterbahn. Und dieser Park befindet sich circa 40 Minuten südwestlich von Riyadh, was die Hauptstadt von Saudi-Arabien ist. Um das auch mal zu erklären, Qiddiya City ist Teil der Saudi Vision 2030 und da mit dem Fokus, den Inlandstourismus zu steigern und zu stärken. Und Qiddiya City wird quasi in der Wüste aus dem Nix geschaffen, und da wird eine komplett neue Stadt geschaffen. Wir werden auch noch mal in Ruhe darüber sprechen. Und neben dem Freizeitpark, der jetzt am 31. Dezember eröffnet hat, entsteht auch ein großer Wasserpark. Außerdem entsteht auch eine Formel-1-Rennstrecke, und auch ein Fußballstadion soll es dann dort noch geben. Die Formel-1-Rennstrecke ist übrigens aktuell der Busstop, wenn man dort vom Parkplatz rüber geschattelt wird. Daten und Fakten zu Spitfire. Gebaut wurde diese Achterbahn von Intamin Amusement Rides aus Liechtenstein. Das Ganze ist ein sogenannter LSM Launch Coaster. Eigentlich sogar genau genommen ein Multi-Launch Coaster. Also eine Abschussachterbahn mit Linear-Synchronmotor. Und die Bahn ist 73 Meter hoch und hat einen Inside Top Hat. Das ist die große Inversion, das große Überkopfelement, was hier durchfahren wird. Das weltweit höchste Überkopfelement bei einer Achterbahn. Dabei ist die Bahn in Anführungsstrichen nur 582 Meter lang, erreicht aber 127 km/h Spitzengeschwindigkeit. Es gibt zwei Züge. Ein Zug besteht aus 3 Wagen, wo jeweils 4 Personen drin sitzen. Also haben wir 12 Personen pro Zug bei Spitfire. Es gibt die Over-the-Shoulder-Lap-Bars und bequeme Sitze, so wie ihr sie zum Beispiel von Taron im Phantasialand kennt. Hier das Ganze aus Carbon inzwischen. Und wenn ihr mitfahren wollt, müsst ihr mindestens 130 cm groß sein, und bei 196 cm ist leider auch schon wieder Schluss. Und ohne jetzt groß drum herum zu reden, kommen wir direkt zur Fahrt. Und ja, okay, wir hatten zweimal den kompletten Zug für uns alleine. Da haben wir sehr viel Glück gehabt. Habt ihr auch im Vlog von uns gesehen, der ist hier oben verlinkt. Wenn ihr schon beim Rumklicken seid, abonnieren nicht vergessen. Kostet euch nichts, hilft uns ungemein weiter hier auf dem Kanal. Und die Fahrt startet aus der Station in so, ich nenne es jetzt mal eine Linkskurve. Wir fahren halt über eine Weiche und fahren auf den Track selbst drauf. So kann in der Zeit, wo wir unterwegs sind, was nicht so lang ist, der nächste Zug aber schon abgefertigt und beladen werden. Und das Witzige ist nämlich hier, wir bleiben da kurz stehen, die Weiche fährt zurück und wir werden
abgeschossen, beschleunigt mit diesem Linear-Synchronmotor über einen Hügel drüber hinweg. Nicht nur gerade, wie man das bei vielen Bahnen kennt. Und dann sehr weit schon nach oben. Aber nur bis zu dem Punkt, wo wir uns eigentlich langsam eindrehen würden in die Inversion. Und es geht rückwärts zurück. Wir werden unten rückwärts beschleunigt. Wir heben volles Pfund ab aus dem Sitz, wenn wir über diesen Hügel beschleunigt werden, der in der Strecke ist, um in den riesigen Spike zu fahren. Und da werden wir einfach rückwärts hochgeschossen und fahren rückwärts ziemlich weit, ziemlich hoch, sehr hoch, 90 Grad einfach nach oben. Und dann ist es halt mit der Schwerkraft so witzig, dass man erst rückwärts hochfährt, dann gefühlt stehen bleibt, sich über sein Leben nochmal bewusst werden kann und dann geht es nach unten, was echt ein cooler Effekt ist. Dann werden wir nochmal beschleunigt über diesen Hügel und dann geht es in die Inversion und in 73 Metern Höhe geht es dann gemächlich über Kopf einmal rum auf die andere Seite, bevor wir wieder nach unten stürzen und über einen Hügel nach oben gebracht werden, wo wir so ein bisschen aus dem Sitz rausgehoben werden, auf den Brake Run. Da ist schon wieder Schluss. Ein sogenanntes One-Trick-Pony. Und die Bahn ist nur dafür da, dich einmal da hochzuschießen und du fährst einmal rum und dann ist das so. Dann ist das fertig. Du fährst dann zurück zur Station, eine viel zu sehr geneigte 180-Grad-Kurve in die Station, wo du einfach nur wie so ein Schluck Wasser in der Kurve hängst. Und das ist schon die Fahrt. Aber genau das soll das Ding auch nur machen. Nicht mehr und nicht weniger. Und ja, eigentlich ist das trotz allem mehr Achterbahnfahren als nebendran bei Falcons Flight, was so die längste, schnellste und höchste Achterbahn der Welt ist. Und man hört das halt immer wieder so, was für Energieverschwendung, da muss mehr Layout hinten dran. Aber guckt euch zum Beispiel dann Formula Rossa an, was ja vorher die schnellste Achterbahn der Welt war. Das ist am Ende auch nicht viel besser. Es geht echt nur um dieses Abschießen, das sehr hochfahren, wieder runterkommen und dann passt das Ganze. Top Thrill 2 in Cedar Point macht auch nur das und das ist der Punkt, wo es Spaß macht und was witzig ist und alles, was danach kommen würde, wäre das brauchst du nicht. Dafür gibt es andere Bahnen, die dann andere Sachen besser können. Ob Top Thrill, King Dakar, Red Force, sowas wie Spitfire ist dann noch mal ein bisschen cooler, da passiert dann noch mal ein bisschen mehr. Klar, die anderen sind schneller, höher, aber das ist irgendwie cool, einfach eine geile Bahn, hat uns voll überzeugt, hatten wir echt Spaß drauf. Klar, Walk-on, Züge für uns allein, ey, alles fein, das ist natürlich auch dann, da macht es auch mehr Spaß, aber Spitfire hat uns auf jeden Fall bei unserem Besuch in Six Flags Qiddiya City sehr überzeugt, sehr viel Spaß gemacht und es ist eine sehr coole Achterbahn. Und in 73 Metern Höhe über Kopf zu fahren, ist auch schon ein ziemlich cooles Ding eigentlich. Bockt, ist beeindruckend, aber auch irgendwie verwässert das Erlebnis. Vielleicht sehen wir das falsch. Seid ihr diese Bahn schon gefahren? Ich weiß, dass schon viele von euch unten waren und wenn ihr es anders seht oder auch genauso seht, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Da können wir noch ein bisschen quatschen, diskutieren und uns austauschen. Und ansonsten morgen 18 Uhr das nächste Video hier auf dem Ride YouTube-Kanal.